Das wird nicht geschnitten. Das wird nicht geschnitten? Doch. Starten wir mal mit so einer kleinen Vorstellungsrunde. Wollt ihr mal sagen, wer ihr seid und ja, was ihr macht? Also was euer Part ist bei Faircom? Also ich bin Lisa. Ich bin Konzeptionerin bei Faircom. Das heißt, ich mache viel Projektmanagement und schaue, dass die Projekte gut laufen. Hallo, ich bin der Dimitri. Bin Linux-Sys-Admin bei der Faircom und kümmere mich auch ein bisschen um den Neuzuwachs an Technikern und, ja, und generell um die Infrastruktur und Koordination in dem Bereich. Ja. Und was macht Faircom? Okay, also wir sind Faircom und Faircom macht cloud-basierte Anwendungen, vor allem fürs Internet, also aufrufbar über den Browser. Das heißt, wir bieten alternative Videokonferenzdienste basierend auf Jitsi Meet und BigBlueButton, aber auch Cloud-Lösungen basierend auf der Nextcloud, Chat-Lösungen, aktuell noch mit Rocket Chat, bald dann mit Matrix. Und das Ganze dann mit Single Sign-On, also Key-Clock-Management für die Benutzerverwaltung. Unsere komplette Infrastruktur ist nur Open-Source-Lösungen. Also wir haben Kubernetes und Debian-Server hauptsächlich und Ubuntu. Ja, man eigentlich alles von Dedicated-Server bis Virtualisierungen bis Containerlösungen haben wir eigentlich alles bei uns im Betrieb. Ja. Vielleicht noch ganz interessant, wir bieten die Pakete für Endkunden an, also dass auch jeder privat das nutzen kann, relativ einfach und unkompliziert. Teile davon stehen auch kostenlos zur Verfügung, weil wir einfach allen den Zugang ermöglichen wollen. Und eben im Rahmen dann von größeren IT-Projekten wird es dann beispielsweise in Unternehmen oder auch viel im öffentlichen Bereich implementiert, umgesetzt und manchmal eben auch angepasst oder Features dazu entwickelt. Inwiefern unterscheiden sich denn eure Dienste von der Vanilla-Variante oder von den Vanilla-Varianten? Ja, warum nicht? Das kommt eigentlich ganz auf das Tool drauf an. Oftmals machen wir eigentlich nur Branding und manchmal machen wir auch unsere eigenen Änderungen und schauen halt, dass die dann upstream mit ins Projekt reinfließen. Also genau, ja. Also im größten Teil sind es eigentlich gebrandete Vanilla-Varianten, ja. Hast du vielleicht ein Beispiel für eine Änderung, die ihr dann abgestreamt habt zum Beispiel? Also ein Beispiel wäre, wir haben eben gerade für ein deutsches Bundesland einen Messenger entwickelt, der basiert auf Matrix und das wird im Bildungsbereich umgesetzt und die hatten dort dann eben noch Anpassungs- oder Feature-Wünsche. Da war beispielsweise eine, dass man eine aktive Lesebestätigung geben kann. Also das heißt, dass Lehrkräfte auch an Sorgeberechtigte schreiben können, hey, morgen ist Ausflug, bitte gebt den Kindern entsprechend was mit und die Sorgeberechtigten müssen dann eben aktiv bestätigen, dass sie die Nachricht von der Lehrkraft erhalten und gelesen haben. Und dadurch weiß halt dann die Lehrkraft, okay, alles klar, die Eltern wissen Bescheid oder kann dann eben auch nochmal dran erinnern und sagen, hier nochmal zum Beispiel eine Push-Nachricht schicken und die Eltern nochmal auffordern, das aktiv zu bestätigen. Und das war eben was, das wir dann für Matrix dazu entwickelt haben. Also die nächste Frage wäre, ob eure Dienste auch für Privatpersonen interessant sind oder dann tatsächlich eher für Organisationen und Unternehmen, also eher größere Einrichtungen. Genau, also eben die sind auch für Privatpersonen interessant. Wir haben das eben ein bisschen aufgesplittet. Also es gibt alle Anwendungen auch ganz einfach als Pakete über den Shop zu kaufen. Man kann es auch immer erstmal kostenlos testen und ausprobieren und dann einfach entsprechend nach dem Fair-Use-Prinzip sich ein Paket kaufen. Und das ist eben speziell auch für Endanwenderinnen oder eben auch private Nutzer gedacht. Und dann, liebe Besucher, die Aussteller, Tuxedo Computers, die Open Faircom, Vicom, Wolfvision, Datenstrom. Hier Moritz Coditec, NDI, Hardware und Kernelentwicklung eine Anfängerperspektive. Wir wünschen gute Unterhaltung.
Okay, genau. Also nochmal zu der Frage eben, ja, auf jeden Fall auch interessant für Endanwender bzw. private Nutzer, weil es die Anwendungen auch als Pakete ganz einfach im Shop zu kaufen gibt, kann man vorher auch kostenlos einfach mal ausprobieren, welche Anwendung am besten passt oder was man braucht. Und eben dann eher im Rahmen von größeren IT-Projekten ist dann interessant für Unternehmen oder eben auch den öffentlichen Bereich. Genau, und unser Fair-Meeting und unser Fair-Chat und die Cloud kann man komplett kostenlos nutzen. Eingeschränkt, aber man kann alles kostenlos nutzen. Ja. Werden eure Dienste auch von öffentlichen Einrichtungen verwendet? Du hattest ein Beispiel dazu geschrieben, Fair Teaching beispielsweise zielt sich sicherlich auf Schulen ab. Habt ihr da noch weitere Beispiele? Genau, ja, also wir arbeiten viel mit dem öffentlichen Bereich zusammen. Das ist auch zum Teil der Datenschutzgrundverordnung geschuldet, weil wir eben DSGVO-konform sind und da im öffentlichen Bereich einfach schon ein verstärktes Interesse da ist oder beziehungsweise häufig auch der Zwang, dass man das jetzt einfach einhalten muss. Und bei uns sind eben alle Dienste in Europa gehostet. Wir kontaktieren keine fremden Server, arbeiten mit ganz wenig Cookies, also eigentlich nur die technisch notwendig sind und es gibt kein Tracking. Und das ist eben häufig interessant, auch für den öffentlichen Bereich. Schulen wurden schon genannt, Bildungseinrichtungen, aber auch Bundesländer, also ein deutsches Bundesland beispielsweise, aber auch mit in Österreich und eben auch mit Ministerien, mit denen wir zusammenarbeiten. Gibt es von eurer Seite aus gerade aktuell noch einfach interessante oder erwähnenswerte Entwicklungen? Vielleicht etwas, an dem ihr auch gerade aktiv arbeitet? Ja, also ich kann was zu Matrix sagen. Das ist eben jetzt ein neues Chat-Protokoll, mit dem dann Nachrichten ausgetauscht werden. Spannend an solchen Entwicklungen ist dann eben einfach, dass man unabhängig ist. Also das funktioniert ähnlich wie bei einer E-Mail-Adresse. Man kann sich einfach einen Anbieter suchen und dort ein Konto anlegen. Und ich würde auch sagen, dass eben die Kompatibilität von Messenger sehr wichtig ist. Also dass man nicht mehr 4 bis 5 Messenger auf dem Handy hat und keiner ist irgendwie kann miteinander kommunizieren, sondern dass man eben da vielleicht nur noch einen Account hat und dann kann man eben auch dementsprechend Nachrichten empfangen und versenden, ohne dass man verschiedene oder mehrere Apps auf dem Handy haben muss. Eigentlich gibt es auch gerade eine ähnliche Bewegung im Social-Media-Bereich zum Thema Fediverse. Da kannst vielleicht du ja noch was zu sagen. Ich habe keine Ahnung. Also da geht es auch, Stichwort Mastodon. Das geht eben auch in eine ähnliche Richtung oder verfolgt, wie ich finde, einen ähnlichen Ansatz auch wie Matrix, dass man eben ein Tweet oder ein Post dann auch entsprechend in verschiedenen Social-Media-Kanälen posten kann. Also man braucht nicht mehr irgendwie sich an verschiedenen Plattformen anmelden, sondern man hat einen zentralen Account und kann mit dem eben Nachrichten streuen. Und das finde ich eigentlich gerade eine ziemlich interessante Entwicklung, die man sowohl im Messenger-Bereich als auch eben im Social-Media-Bereich beobachten kann. Möchtest du da vielleicht nicht technisch noch ein, zwei Dinge ergänzen? Habt ihr vielleicht irgendwelche Dienste oder Dienstleistungen, die vielleicht irgendwie bald angeboten werden, die ihr jetzt noch nicht habt? Ist da irgendwie... Genau, wird eben die bereits benannten sein, eben zum einen Matrix. Aktuell setzen wir Chatlösungen noch mit Rocket Chat um. Davon werden wir aber eher Abstand nehmen, auch weil einfach Teile von dem Code privatisiert wurden bzw. kommerzialisiert. Also es ist nicht mehr ein reines Open-Source-Projekt und da wird einfach langfristig Matrix vermutlich Rocket Chat ablösen. Eben auch dadurch, dass es halt ein verteiltes Netzwerk eben auch bietet. Und das Gleiche dann eben auch im Social-Media-Bereich. Da haben wir schon eine eigene Mastodon-Instanz, die nennt sich Fairmove. Das kann auch gerne jeder einfach mal ausprobieren, vielleicht auch als Alternative zu Twitter. Man kann dort eben auch Posts, die man bei Mastodon tweetet, kann man dann auch genauso an Twitter schicken, dann werden die dort auch veröffentlicht. Gut, Dankeschön. Perfekt. Vielen, vielen Dank. Okay, Dankeschön.